Hallo Leute, heute gibt es das Unboxing vom LG Ultrawide 35WN75C. Ein Ultrawide Monitor mit der Auflösung 3440 x 1440, HDR, USB-C und die Höhe ist anpassbar, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Karton ist recht groß, wird ein bisschen eng, aber machen wir auf. So, ich mache den Karton einmal kurz auf. So, dann schauen wir mal kurz in den Inhalt rein. Schauen wir nach, was alles dabei ist. So, das erste ist etliche Kabel. Packe ich gleich mal aus. Haben wir hier einmal den Fuß. Den packen wir mal kurz aus. So, genau, Fuß. Den packen wir erstmal extra. Dann haben wir hier einmal den Fuß einzeln, beziehungsweise den Fuß. Beziehungsweise den Ständer, der in den Fuß reingesteckt wird. So rum. Einmal hier und dann noch ein bisschen zurück, damit ihr den auch ganz seht. Den stecken wir dann einmal hier schon mal rein. Das heißt, wir haben hier und dann stecken wir den einmal rein und dann habt ihr hier hinten auf der Rückseite das Teil und das könnt ihr ganz normal einfach rumdrehen. Entweder mit dem Schlitzschraubenzieher oder mit der Hand. Nachträglich mit der Hand ist immer noch sinnvoll, falls ihr es noch ein bisschen fester drehen wollt. Sonst halt mit diesem Bügel. So, packen wir auch wieder extra. So, wir haben ihn einmal raus. Und jetzt holen wir noch aus der Folie raus. Stelle ich euch ihn einmal so hin. Dann haben wir hier einmal USB-C, 2 USB-A-Anschlüsse, DisplayPort, 2 HDMI-Anschlüsse und den Stromanschluss und einen Klinkenanschluss. Hier hinten kommt dann einmal die Halterung bzw. der Ständer rein, damit ihr ihn hinstellen könnt. Und da ist auch gleichzeitig der VESA-Mount. Das heißt, ihr könnt dann ganz normal Wandhalterungen oder Tischhalterungen daran befestigen. Netzteil liegt in der Verpackung. Zeige ich euch jetzt gleich den Inhalt. Hier haben wir einmal das Netzteil mit 3-poligem Anschluss. Da stecken wir das 3-polige Stromkabel rein. Das ist das hier. Dann haben wir einmal ein USB-C auf USB-C-Kabel, könnt ihr mit dem MacBook benutzen oder anderen Geräten, die halt einen USB-C-Anschluss haben. Also es ist kein Thunderbolt 3, es ist ganz normal USB-C. Dann haben wir einmal ein DisplayPort-Kabel auf DisplayPort-Kabel und ein HDMI auf HDMI-Kabel. Das heißt, ihr habt einmal für jeden Anschluss ein Kabel, damit ihr, je nachdem, was ihr für ein Gerät habt, das einfach nutzen könnt. So, was haben wir noch? Hier, das ist eine Seite für hinten. Das ist nämlich für die Kabel. Das heißt, das könnt ihr hinten an den Fuß dran stecken. Das zeige ich euch gerade mal. Das heißt, hier habt ihr den Fuß und dann könnt ihr hier einfach das Teil dran stecken und dann könnt ihr hier die Kabelführung, also eine Kabelführung einfach durchmachen. Und gucken wir mal. So. Und einmal eingerastet und wir stellen einfach einmal hin. So, das ist einmal der Monitor. Wenn wir den jetzt komplett sehen, ja, genau. Einmal komplett. Netzteil haben wir noch extra liegen, würden wir dann anschließen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal den Inhalt. Hier haben wir dann noch so CDs, so User Manual, falls man das braucht man normalerweise nicht. Das gibt es ja alles im Internet nochmal als PDF, falls ihr das wirklich braucht. Und den Rest können wir eigentlich auch schon komplett wegmachen. Wichtigste sind die Displaykabel. Das, was ihr braucht, klemmt ihr einfach an und könnt dann direkt loslegen.
Vielen Dank. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.